In den wilden Graslandschaften im Süden Tansanias lebte ein Löwenpaar viele Jahre lang frei. Der männliche Löwe ist stark und majestätisch und hat eine auffällige, dichte Mähne. Die zähe, kluge Löwin führte einst spektakuläre Jagden an. Sie durchstreifen oft die weiten Graslandschaften und folgen beharrlich Antilopen oder Büffelherden. Doch das Klima wird immer rauer, der Wasserspiegel sinkt und die Beute wird knapper denn je. Das Löwenpaar litt tagelang unter ständigem Hunger und war gezwungen, sein Nahrungsrevier weiter auszudehnen. Als die Wasserquellen versiegten, beschlossen sie, ihre alten Gebiete zu verlassen, in der Hoffnung, sichereres Land zu finden. Die Reise war Hunderte von Kilometern lang, führte durch Dornenbüsche, musste der Hitze und lauernden Feinden trotzen. Nachts stehen die männlichen Löwen oft auf Klippen oder hohen Hügeln, um Wache zu halten, damit die weiblichen Löwen ein Nickerchen machen und neue Kraft tanken können. Nach wochenlanger Erschöpfung nahmen sie in der Nähe des berühmten Selous-Wildreservats in Tansania die Witterung von Wasser und Tieren wahr. Selous ist eines der größten Naturschutzgebiete Afrikas und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Gleich nach ihrer Ankunft bemerkten die Löwen, dass die Luft feuchter war und mehr Insekten unterwegs waren. Der Anblick der Streifenwagen, Wachposten und Sicherheitszäune verwirrte sie, da sie nicht wussten, was sie damit auf sich hatten. Zu dieser Zeit bemerkten zwei Naturschutzbeamte, Elimu und Tabia, die Anwesenheit seltsamer Gäste. Elimu ist ein erfahrener Streifenwagenfahrer, der oft die ganze Nacht durchfährt, um nach den Tieren zu sehen. Tabia ist eine Tierbeobachterin, die jede Veränderung im Verhalten der Tiere akribisch aufzeichnet. Die beiden sahen in der Nähe eines zentralen Flusses riesige Löwenspuren auftauchen und folgten ihnen sofort vorsichtig. Sie befürchteten, dass das neue Paar in Konflikt mit anderen Löwen geraten könnte, die bereits ein Gebiet im Selous besetzen. Jede Nacht brüllen männliche Löwen, um zu signalisieren, wir sind da, während weibliche Löwen eifrig nach sicheren Verstecken suchen. Elimu und Tabia hielten Abstand und registrierten Anzeichen von Müdigkeit und ihrer verbleibenden Jagdkraft. Trotz ihres abgemagerten Aussehens verfügen sie noch über genügend Kraft, um kleine Antilopen oder Hasen niederzustrecken und so den Tag zu überleben. Als Tabia die langsame Bewegung der Löwin beobachtete, kam ihr der Verdacht, dass sie schwanger war. Elimu bemerkte auch, dass der männliche Löwe die Löwin stärker beschützte, als wüsste er, dass der andere Fürsorge brauchte. Im Glauben, dass die Löwin kurz vor der Geburt stand, waren beide Mitarbeiter überglücklich, dass möglicherweise ein neues Löwenrudel geboren werden könnte. Nach 4 Monaten war der Bauch der Löwin merklich größer, sie bewegte sich schwerer und schlief mehr als sonst. Elimu bereitet für den Fall von Risiken während der Patrouille eine medizinische Grundausstattung vor. Tabia zeichnete regelmäßig die Ruhezeiten der Löwin auf und beobachtete, wie sich das Verhalten des männlichen Löwen änderte, wenn er sich ihr näherte. Jeder in Selous verfolgte die Nachrichten und betete für eine problemlose Geburt der Löwin. Probleme traten auf, als die Löwin Wehen einsetzte, aber Anzeichen von Geburtsschwierigkeiten zeigte und 2 Tage lang ununterbrochen Schmerzen hatte. Der männliche Löwe war ängstlich, umkreiste ständig seine Gefährtin und knurrte bei jedem Geräusch aus der Ferne. Gelegentlich stöhnte die Löwin und ließ ihren Kopf ins Gras fallen. Sie sah völlig erschöpft aus. Tabia und Elimu befürchteten, dass die Löwin sterben könnte, wenn sie nicht eingriffen, was bedeutete, dass die Jungen nicht geboren würden. Allerdings ist die Narkose bei einer Löwin tabu, da sie während der Wehen äußerst empfindlich ist. Auch die Betäubung männlicher Löwen ist gefährlich, da sie bei weiblichen Löwen Panik auslösen oder zur Flucht führen kann. Am Ende entschieden sich Elimu und Tabia, ihrem professionellen Instinkt zu folgen und die Annäherung zu versuchen, obwohl sie wussten, dass die Risiken groß waren. Sie fuhren näher heran und hörten das stählerne Brüllen des Löwenmännchens, das ihnen signalisierte, gehen Sie nicht weiter. Seine Mähne sträubte sich und zeigte, dass er den beiden Menschen gegenüber äußerst misstrauisch war. Die Löwin wand sich und krümmte gelegentlich ihren Rücken, als die Wehen einsetzten. Tabia flüsterte Elimu zu, dass sie weitermachen müssten, denn das Leben der Löwin sei zu zerbrechlich. Elimu trat stärker aufs Gaspedal und zögerte, bevor er die Autotür öffnete, wobei er den Blick immer auf den männlichen Löwen gerichtet hielt.
Tabia stieg mit dem Erste-Hilfe-Kasten in der Hand vom Boden ab und hielt den Atem an, während sie die Reaktion des Herrschers abschätzte. Der männliche Löwe brüllte, machte einen drohenden Schritt nach vorne, griff jedoch nicht sofort an. Die Löwin lag immer noch da, stöhnte leise und war erschöpft, ihre Augen flehten um Hilfe. Tabia sagte leise und beruhigend, wir werden dir nichts tun, und machte einen weiteren Schritt nach vorne. Elimu deckte die Nachhut und war bereit, sich zurückzuziehen, falls die Lage zu gefährlich werden sollte. Der männliche Löwe schien die friedlichen Absichten zu spüren und knurrte, griff aber nicht an. Tabia legte langsam ihre Hand auf den Bauch der Löwin und spürte die ständigen Kontraktionen. Sie gab ihm eine leichte Injektion mit einem wehenfördernden Medikament, um ihm mehr Kraft zum Pressen zu geben. Der männliche Löwe kniff die Augen zusammen, knurrte leise, ging aber aus dem Weg, als würde er ihnen ein zerbrechliches Vertrauen schenken. Sie traten zurück und gaben der Löwin Raum, zu warten, bis die Medizin ihre Wirkung entfaltete. Fast 2 Stunden später hatte die Löwin heftige Wehen und versuchte mit den Beinen am Boden Kraft zu schöpfen. Plötzlich kamen die kleinen Wesen in größter Aufregung eines nach dem anderen heraus. Insgesamt wurden 6 Löwenjunge geboren, was für diese Art selten ist. Elimu rief vor Freude und Tabia überprüfte jedes Junge, um sicherzustellen, dass es gesund war. Der männliche Löwe schlich sich heran, beobachtete die 6 Jungen aufmerksam und leckte sanft ihr Fell. Die Löwin atmete schwer, ihre Augen waren müde, aber strahlten vor Freude, während sie sanft ihre neugeborenen Jungen umarmte. 6 Löwenjunge schrien zum ersten Mal, schwach, aber auch voller Hoffnung. Tabia verabreichte der Löwin schnell eine weitere Dosis Medizin und hoffte, dass sich Mutter und Junges bald erholen würden. Als ob sie verstanden hätten, dass sie ihre Familien beschützen wollten, zeigten die männlichen Löwen keinerlei Aggression. Elimu lächelte gerührt, er hatte viele Tiere gerettet, aber dieser Moment war unvergesslich. Als sich die Löwin und ihre 6 Jungen eingelebt hatten, zogen sich Tabia und Elimu zurück und setzten sich ins Auto, um zu warten, bis sie sich eingelebt hatten. Die Löwenjungen wurden von ihrer Mutter sauber geleckt, ihre Augen öffneten sich allmählich und blinzelten im hellen Sonnenlicht. Unglaublich, 6 von ihnen, sagte Elimu leise und Tabia nickte erstaunt. Der männliche Löwe sah die beiden Menschen an, als wolle er ihnen im Stillen danken, und kümmerte sich dann weiter um seine Jungen. Die Mission war abgeschlossen, aber die beiden beobachteten sie noch immer geduldig aus der Ferne, falls etwas schiefgehen sollte. Der männliche Löwe leckte sanft die Stirn seiner Gefährtin, während die Löwin ihre Augen schloss, um sich auszuruhen, und die Jungen gaben gelegentlich leise Geräusche von sich. Eine Stunde später begannen sie, sich auf der Suche nach einem sicheren Unterschlupf in einen schattigen Busch zu begeben. An diesem Punkt rollten Tabia und Elimu das Auto zurück zum zentralen Kontrollpunkt. Unterwegs meldeten sie per Funk, die Löwin hat erfolgreich gekalbt, und die 6 Jungen sind wohlbehalten zur Welt gekommen. An der Station waren alle glücklich und bereit, den Gesundheitszustand des Löwenpaares genau zu überwachen. Als sie am nächsten Morgen mit ihren Kollegen zurückkehrten, sahen sie die ganze Löwenfamilie beim Sonnenbaden am Bach. Der Löwe war nicht länger aggressiv, warf nur noch einen Blick auf den Streifenwagen und wandte sich dann ruhig seinen Jungen zu. Sie sind in Sicherheit, die Jungen scheinen gesund zu sein, rief Tabia und versetzte die Gruppe damit in einen Zustand emotionaler Aufruhr. Im Selous-Reservat herrschte große Aufregung wegen der guten Nachricht und viele Besucher wollten unbedingt die Geschichte der 6 Löwenjungen erfahren. Elimu hielt sein Geburtsdatum in einem Tagebuch fest und betrachtete es als Meilenstein in seinen Bemühungen um den Naturschutz. Gelegentlich konnte die Löwin mit Hilfe rechtzeitig verabreichter Medikamente langsam und sicher wieder aufstehen und laufen. Die 6 Löwenjungen wurden von Tag zu Tag stärker und klammerten sich an ihre Mutter, während der männliche Löwe sie nie aus den Augen ließ und immer bereit war, sie zu beschützen. Die Zeit verging schnell. Aus schwachen Löwenjungen wurden sie allmählich stärker und bissen ihrem Vater gelegentlich aus Spaß in den Schwanz. Elimu und Tabia sahen die Löwenfamilie bei jedem Patrouillengang. Sie wahrten stets Abstand, waren aber nicht länger nachtragend. Bei jedem Sonnenuntergang brüllen männliche Löwen laut durch die Savanne und verkünden damit, wir sind hier glücklich.
Die Löwin leckt ihre Jungen sanft und gibt ihnen die Wärme und Liebe des majestätischsten aller Tiere. Touristen, die das Glück haben, den Schauplatz einer Löwenfamilienversammlung zu sehen, sind von der wilden Schönheit überrascht und fasziniert. Selous ist riesig, aber es scheint, als ob jede Ecke magische Momente wie diesen bereithält. Die Geschichte eines Löwenpaares, das Hunderte von Kilometern zurücklegte, beinahe sein Leben verlor und dann von Menschen gerettet wurde, ist zu einer lokalen Legende geworden. Viele Veterinärforscher und Tierschützer zeigten sich bewegt, da sie darin einen Beweis für die seltene Symbiose zwischen Mensch und Löwe sahen. Eines frühen Morgens fuhr Tabia mit Elimu noch einmal los, um nachzusehen, und sah zufällig den männlichen Löwen auf einer Klippe stehen, wo er seine Jungen und seine Partnerin bewachte. Diesmal knurrte es nicht, sondern sah sie nur mit ruhigen Augen an, als würde es die Anwesenheit seiner Wohltäter akzeptieren. In diesem Moment verstand Tabia, wenn Menschen aufrichtig helfen wollen, wissen auch Tiere, wie man vertraut. Unter dem weiten Himmel Tansanias kommt eine Löwenfamilie wieder zusammen und bekräftigt damit, dass selbst unter harten Bedingungen Überleben und Hoffnung möglich sind. Und bis heute erinnert uns die Geschichte der Löwen und ihrer 6 Jungen daran, dass Wunder geschehen können, wenn Liebe mit dem Engagement für den Naturschutz einhergeht. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Folgen.